So, wir sind fertig mit unserer Nacht- und Nebelaktion. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Baumarkt mit der Einbleibatterie. Ist halt natürlich nicht Deluxe mit einem Auto hinfahren, sondern schön schleppen zu den Öffis und beim Baumarkt abgeben, dann eine neue kaufen. Jetzt gucken wir mal, was uns der Spaß auch kostet. Und ein paar Kleinigkeiten brauchen wir auch noch. Vielleicht schaffen wir es dann doch noch irgendwie am Nachmittag los. Wir haben noch Platz auf dem Boot gefunden, muss gefüllt werden. Geschafft! Wir sind mehr oder weniger erfolgreich gewesen. Wir haben eine Batterie, die ist so fast perfekt. Die kann eventuell ausdünsten, aber eine andere gab es jetzt fußläufig nicht und wir wollen ja auch eigentlich heute noch los. Ja, und das Geile ist, dass sie noch natürlich viel schwerer ist als die davor. Das heißt, mein Schatz kriegt größere Muckis. Die Batterie ist drin. Jetzt wird sie angeschlossen vom Profi. Und dann können wir tatsächlich auch loslegen und losfahren. Jetzt mit einer verkürzten Strecke, 16 Seemeilen. Nach dem Downer kommt der Upper. Heute geht es mir tatsächlich ein bisschen besser. Jetzt mit der Batterielösung schon gut. Wir mussten jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben, klar, für eine tick schlechtere Batterie, was wir eigentlich hätten online bestellen können. Aber so ist es nun mal. Ich bin tatsächlich Clemens ganz dankbar, dass der da ist. Ich hatte jetzt überlegt, wie das wäre, wenn er nicht da wäre. Ich glaube, dann werden wir jetzt heute Morgen los und vielleicht hätten wir uns dann in Swinemünde abschleppen lassen müssen. Vielleicht hätte es aber auch geklappt und wir wären durchgekommen. Könnte auch sein. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf 50-50. Kurzer Motortest, funktioniert alles. Wir haben nochmal die alte Batterie geprüft. Die lief so semi, hat es angemacht. Also ich glaube, ich revidiere meine Aussage von vorhin. 50-50 ist, glaube ich, auf 30-70 gesunken. Jetzt haben wir noch so einen Schalter. Hier, das ist zum Umstellen, von welcher Batterie was gezogen wird. Und zur Sicherheit haben wir für die Fahrt jetzt uns mal eine kleine Anweisung geschrieben, damit wir es nicht vergessen und nicht 100 Mal nachdenken müssen, was auf was läuft. In Polen gucken wir, dass wir den Schalter komplett rausbauen und dass der Motor immer nur von der Starterbatterie läuft und dass wir im Prinzip gar keine Wahl haben. Die letzten Vorbereitungen laufen. Wir klappen jetzt noch das Fahrrad zu, mal gucken, wo das hinkommt. Ich halte. Und ansonsten sind wir schon loslegebereit. Danach geht es noch zur Tankstelle und dann nach, wie heißt das, Peenemünde. So, Tankstelle geschafft. Jetzt kommt auch schon die Bedienung und tankt. Mal gucken, Manöver zumindest mal Ach und Krach geschafft. So, für 17 Liter haben wir noch in den Tank gepresst gekriegt. Und gratis dazu gibt es Flecken auf dem Teakdeck. Nur die Hände waschen und weiter geht's. Land in Sicht! Wir sind jetzt, glaube ich, 3 Stunden unterwegs. Wir haben jetzt inzwischen unseren Kurs geändert, weil nach Peenemünde ist man da durch so eine enge Passage durchmotoren. Und jetzt fahren wir nach Lubmin. Das ist ein Tick näher und theoretisch genau gegenüber von Rügen. Und mal gucken, da habe ich natürlich nicht im Hafen bisher anrufen können. Wahrscheinlich hat der Hafenmeister schon Feierabend. Das heißt, wir müssen so im Halbdunkeln uns ein freies Plätzchen suchen.
haben es geschafft. Wir sind in... Oh, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wo sind wir, Schatz? Lubmin. Naja, und wir wissen noch nicht, wie es mit dem Strom funktioniert, mit dem Ding. Mal gucken, jetzt finden wir alles raus. Richtig spannend. Wir haben etwas die Gegend erkundet. Also im Prinzip Toilette, Dusche, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Ja. Wir haben jetzt Hallo, für... es gibt ein Restaurantschiff. Ah ja, es gibt noch ein Saufschiff. Wir haben jetzt für den Spaß, also insgesamt 38 € bezahlt. Aber wir kriegen wahrscheinlich 22. So, die verschiedenen Aufgabeneinteilungen. Clemi guckt sich gerade die Karten an, wie wir morgen fahren. Das ist wahrscheinlich so der längste Streckenabschnitt ist. Doro bereitet uns hungrigen Boys ein bisschen was vor. Ich bin auch hungrig. Und ich filme. So, neuer Tag. Die Sonne scheint, aber die Moral ist recht tief. Wir sind gestern aufgesetzt. Zum Glück nur eine Sandbank. Also anfangs haben wir zur Navigation benutzen wir gerade eine App und das Handy hat es halt immer wieder ausgeknipst. Bildschirm schonermäßig. Und das war halt genau in den 5 Sekunden, wo es halt flach wurde und dann sind wir aufgesetzt. Zum Glück war es nur eine Sandbank. Haben wir zum Glück schnell geregelt gekriegt. Wir haben die Segel lose gemacht, Motor an, rückwärts raus. Dann ging es weiter, also da ist nichts passiert. Ja, es spielen gerade viele Faktoren mit, die wir nicht so, ja, vielleicht zu blauäugig betrachtet haben. Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir zurückfahren. Die nächste Etappe dauert also von der Geschwindigkeit, was wir jetzt ausgerechnet haben, wahrscheinlich 10 Stunden. Und wenn wir uns da vertun, dann müssen wir im Dunkeln irgendwie fahren und wir sind noch nicht so dunkelsicher, sind noch nicht mal heilsicher. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt als Crew handeln. So, nach einer recht emotionalen Achterbahn und morgendlichen Auseinandersetzung mit unserer Moral auch und zum Gucken, wie es weitergeht. Ein paar Telefonaten und Worten von Verwandten und Bekannten, die uns ein bisschen positiver gestimmt haben. Nach dem Gespräch mit dem Hafenmeister und mit ein paar Personen hier am Hafen haben wir auf jeden Fall beschlossen, dass wir es weiter versuchen und nach Swinemünde morgen rausfahren, weil wir brauchen theoretisch 10 Stunden, was nicht ganz ohne ist. Wir sind zu dritt nach 4 Stunden schon platt gewesen. Und ja, das 2,5-fache, eventuell plus, könnte kräftezerrend sein. Wir haben auch überlegt, ob wir danach wieder einen Tag Pause machen, was aber andererseits natürlich die Fahrt nach Polen super verlängert und nicht gerade einfacher für uns macht. Dann noch die Biskaya zu überqueren. Das wird heavy. Wir überlegen auch schon Szenarien, wie was jetzt als nächstes kommt. Wir haben jetzt Optionen gehabt, wie dass wir zurück in unseren Hafen einfahren, uns ein paar Sicherheitssachen noch kaufen, ausleihen, so wie eine Rettungsinsel und Leuchtraketen und dann nochmal los. Wir hatten auch überlegt, einfach zurück, das Boot irgendwie in Winterlager verkaufen und Backpacking zu machen. Wir haben viele Ideen auf den Tisch gebracht und ich glaube, die meisten waren eher aufgrund von emotionalen Niedergeschlagenheit. Wir sind so ein bisschen wieder aufwärts. Wir sind noch nicht ganz so auf dem normalen Stand, aber es geht ein bisschen aufwärts. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Fahrt uns so drückt. Das kam jetzt überraschend. Dadurch, dass wir jetzt so lange morgens überlegt haben, was wir machen, haben wir dann auch keine Zeit mehr gehabt, dann loszufahren nach Swinemünde. Normalerweise hätten wir eben die 10 Stunden. Wenn wir um 7 los, wären wir eventuell um 17 Uhr da. Wir haben noch 2-3 Stunden Puffer eingeplant. Das heißt, wir wären immer noch im Hellen angekommen. Aber als wir so mehr oder weniger die Entscheidung getroffen haben, ja okay, wir machen es weiter,
war es halt schon 10, 11 und das war uns dann zu spät. Wir wollen nicht im Dunkeln in einen unbekannten Hafen und eventuell unbekanntes Revier fahren. Das ist uns noch zu heavy. Deswegen jetzt gucken wir, was wir noch vorbereiten können und gucken, was wir noch kleinere Sachen machen können. Gucken uns vielleicht noch Lubmin an und ja, morgen früh geht es dann so schnell wie möglich weiter. So, die ersten Dinge haben wir schon ein bisschen in Angriff genommen. Wir haben jetzt hier so ein für das Großsegel so ein Punkt, der ist uns rausgefallen. Normalerweise braucht es eine gute Schraube, aber haben wir nicht. Jetzt haben wir überlegt, dass wir wenigstens Gaffer-Tape drüber machen. Einerseits, damit es vielleicht ein bisschen hält, aber eher, falls uns dieses Plastikding rausfällt, dass wir es noch haben, dass es irgendwie noch am Gaffer klebt. Schwierigkeit ist natürlich, Gaffer schmilzt in der Sonne und ja, dann wird es eklig. Aber ja, bis Polen muss es halten. So, währenddessen hat sich Clemi ein bisschen mit unserem Ref-System auseinandergesetzt. Reffen, für die, die es nicht wissen, ist, wenn man das Segel verkleinert, weil zum Beispiel der Wind zu stark ist. Jetzt haben wir mal das Ref befestigt. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob es so ist, wie wir es gemacht haben. Aber wir werden es damit versuchen. Morgen sind halt 25 Knoten angesagt. Wir sind jetzt mit 12 Knoten gestern angekommen. Das heißt, es ist doppelte Windstärke. Das ist ordentlich. Und deswegen gehen wir jetzt schon davon aus, dass wir das Segel verkleinern müssen. Notfalls werden wir nur mit dem Vorsegel segeln. Hauptsache, wir kommen sicher an. Das ist auf jeden Fall die Devise. Und wir machen nichts auf Brechen und Biegen. Doro räumt jetzt ein bisschen da aus, um zu gucken, wo die ganzen Ventile laufen. Das ist nämlich so, als wir dann unten in der Bilge geguckt haben, hatten wir blaue, komische, zähe Flüssigkeit drin und unsere erste Vermutung war, es war Kühlflüssigkeit vom Motor. Nachdem wir herausgefunden haben, wo überhaupt die Kühlflüssigkeit ist beim Motor, haben wir entdeckt, dass die Kühlflüssigkeit grün ist. Das heißt, das kann es halt auch nicht sein. Eine kleinere Vermutung von mir ist, dass Putzzeug irgendwo ausgelaufen ist. Konnten wir bisher auch nicht bestätigen. Normalerweise geht man so ran, tastet sich halt durch, schaut, wo was nass ist, damit man weiß, in welche Richtung man sucht. Aber das Zeug, es ist, als wäre jemand aufs Schiff gekommen, hätte uns ein bisschen blauen Saft in die Bilge reingeschüttet und ja, wieder abgehauen. Unsere aktuelle Vermutung ist, dass es von der Toilette ist. Dass irgendwas von der Toilette, dass es vielleicht einen Zwischenreinigungsstep oder sowas gibt und dass das irgendwie übergeschwappt ist oder zurückgeschwappt ist aufgrund dessen, dass wir irgendein Ventil zu viel geöffnet haben und dass das dann in die Bilge gelaufen ist. Es ist echt viel los.